Und du hast jetzt die Chance, dass du zu der hingehst und sagst, bitte, liebe Göttermaschine, ist Kranio Hokuspokus, ja oder nein? Würdest du die Frage stellen wollen? Würdest du überhaupt hingehen und die Frage stellen? Du glaubst andere Fragen, die was es nicht erwartet. Ja. Nein, aber wir sind nicht bei der Überzeugung. Würdest du das wissen wollen, ob es stimmt oder nicht? Grüß dich, Iris. Hallo Gary. Habideri. Freut mich. Total cool. Wir haben uns jetzt vorher noch ganz kurz überlegt, um was für Überzeugung, dass sich das Gespräch handeln wird. Genau. Und da hast du gesagt, möchtest du noch mal sagen? Kranio ist kein Hokuspokus. Kranio ist kein Hokuspokus. Genau. Zum Verständnis, was meinst du mit Kranio? Was ist denn das? Also es ist die kraniosakrale Körperarbeit. Es gibt die kraniosakrale Therapie. Ich mache aber die kraniosakrale Körperarbeit. Und habe es einfach an meinen eigenen Leib zum Spüren gekriegt, dass sie dadurch, wenn der Körper einfach absichtslos und ganz sanft berührt wird, dass sie dadurch das Nervensystem einfach beruhigen kann. Kranio beruhigt das Nervensystem. Also das ist einmal das Hauptding und nachher einfach auch, es hilft einfach meiner Meinung nach bei ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Was ist es? Ist es eine Behandlungsmethode, eine Therapie? Es ist eine Behandlungsmethode, also der Mensch liegt einfach quasi mit dem Gewand auf der Liege. Und zuerst arbeitet man mal, also so wie es ich mache, zuerst arbeitet man mal über die Ferne. Natürlich ist das dann über die Chakren und so, also das ist schon manchmal sehr esoterisch. Für mich ist einfach ganz klar, okay, ich teile am Körper einfach in bestimmte Abteile ab. Das sind für mich die Chakren. Also natürlich gibt es da auch die, was ich sich da beschäftigt haben. Für mich ist wirklich das Wurzelchakra also einfach Hüften, Füße. Es ist eine Art von Energiearbeit, verstehe ich das richtig? Genau, es ist eine Art von Energiearbeit und trotzdem ist der Körper mit einbezogen. Also das heißt, du hast ganz sanfte Berührungen. Der Körper, wenn du den berührst, da haben einfach ganz leichte Pulsierungen jetzt im Körper. Vor allem bei den Knöcheln unten und über die Knöchel kommst du dann einfach gleich mal rein und spürst einfach da was. Und wenn du einfach mit der... Ich wollte nicht unterbrechen, ich wollte nur einen Moment abwarten, wo ich sagen kann, das sind wir ein bisschen zu viele Details. Okay. Wir wissen, was ist denn das eigentlich? Ja? Also brauche jetzt keine ganz extrem genauen Beispiele, was man da tut. Ich glaube, ich habe es verstanden, ich habe das auch schon mal gehört, aber es war jetzt gut, dass es von dir nochmal so beschrieben her. Fällt da irgendwas in der Beschreibung noch? Ja, durch das, dass ich ja psychosoziale Beraterin auch bin, fließt natürlich das mit ein. Das heißt, das ist eine Beratung im Liegen meistens dabei. Okay. Genau, bei den meisten ist eine Kranio sehr eine ruhige Behandlung. Gibt es auch hin und wieder bei mir. Ist das wie eine Psychotherapie Light oder wie muss man das vorstellen? Ja, es ist keine Psychotherapie, du gehst halt wirklich, zum Beispiel, du hast jetzt, weiß ich nicht, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel von einer Klientin, Sodbrenner. Im Endeffekt ist halt dahinter gestanden, dass halt mit ihrer Mama da ein ziemlich großes Thema da ist. Und die war halt einmal da und dann war das Sodbrenner weg. Wir haben das Thema bearbeitet. Sie hat gewarnt bei mir auf der Liege, also ich habe immer überall meine Taschenlächen. Aber danach war das Sodbrenner weg. Und das sind halt dann schon so Erfahrungssachen, da wo ich sage, wow, voll schön. Und das... Zu den Erfahrungen kommen wir später noch. Für mich ist wichtig, dass ich halt diesen Satz, Kranio ist kein Hokuspokus, einmal komplett verstehe. Also Kranio haben wir jetzt definiert. Was meinst du damit, es ist kein Hokuspokus? Ja, es gibt einfach viele Leute, die was da sehr skeptisch sind dem gegenüber, weil es halt Energiearbeit ist. Eben, ja, bei mir ist es halt wirklich so, dass ich halt einfach mit dem psychosozialen Berater sehr bodenständig bin. Es gibt Energetiker, die fliegen quasi irgendwo um in der Luft und haben aber fast nicht mehr geerdet. Und das kann ich aus meinem Gefühl aus und mein Herzen aus sagen, das ist bei mir nicht. Also bei mir gibt es immer irgendein Thema. Und wenn du jetzt halt einfach also ich habe mich halt spezialisiert auf Schmerzen und wenn du da halt einfach sagen wir mal, immer einen Durchfall hast oder solche Sachen, dann liegt das halt an irgendwas, was du jemals erlebt hast. Also da gibt es eine Geschichte hinter der Geschichte. Okay. Und
das Hokuspokus, also es ist halt oft so verschrien, weil man es oft einmal nicht sieht, was, ja, man berührt wen, ja, was bringt denn das, gell? Das heißt, es gibt Leute, die sagen, das Kranio ist echt, das funktioniert, und es gibt Leute, die sagen das Gegenteil. Genau. Okay. Wir kommen später noch zu dem Punkt. Zuerst möchte ich wissen von dir, wie hat sich denn die Überzeugung gebildet? Also, das Kranio kein Hokuspokus ist, vielleicht drehen wir es um. Unser Kranio ist, nein, wir brauchen es gar nicht umdrehen, wir brauchen es gar nicht verändern. Wie bist du in deinem Leben zu dem Punkt gekommen, wo du sagst, Kranio, das ist ein Ding, das funktioniert, das ist kein Hokuspokus? Eigentlich aufgrund meiner eigenen Leidensgeschichte mit der Migräne, weil die halt einfach so schlimm war, dass ich habe Morphiumtabletten daheim, bin schulmedizinisch abgeklärt. Ja, im Endeffekt, es gibt nur die Triptane, die was ich aber nicht vertrage, weil meiner Meinung nach, also zumindest in meinem Körper spürt sich das so an, wie wenn ich einen Drogenrausch hätte, wenn ich jetzt so die Triptane nehme. Und ja, man schaut halt einfach, wenn der Leidensdruck so groß ist, immer wieder mal, was kann man machen, was kann man da, was. Und da haben mir halt wirklich die Kranio und eben die Beratung extrem viel weitergeholfen. Und eben, dass man da einmal zum Punkt kommt, hey, und was liegt denn das überhaupt? Was steht denn dahinter? Alles gut. Warum Kranio? Warum nicht irgendwas anderes? Also ich habe vorher auch schon mehrere Kranios ausprobiert. Und bei mir ist jetzt wirklich zuerst einmal hinein und gehe erst zum Körper zu, wie wenn beide Körper soweit sind. Also wenn die Person soweit ist. Im Alltag jetzt, oder? Genau, also wenn ich bei mir jetzt in der Praxis arbeite. Und wenn ich selber aber auch so weit bin, weil sonst ist mein Körper einfach auf Starre, weil wenn ich die nicht kenne und einfach umarme oder einfach anrühre, dann... Andere Frage. Angenommen, also du bist zur Schulmedizin gegangen. Genau. Und wenn ich das richtig verstehe, die haben nichts tun können, du bist... Genau, haben mir auch manche Sachen nicht geglaubt, weil ich habe damals schon ziemlich viel mit meinem Körper umgearbeitet. Eine damalige Freundin von mir war Ergotherapeutin und die hat mir halt auch das mit den Faszien und alles sehr wenig erklärt und die Triggerpunkte, und das sind halt sehr, ich nenne es jetzt einfach sehr harte Methoden, mit denen du halt beim Körper, du kommst schon ein bisschen weiter, aber halt nicht wirklich weiter. Weil irgendwann sperrt sich der Körper und sagt einfach, nein, das tut weh, und das waren auch wirklich Behandlungen, die richtig weh tun. Auf was ich eigentlich aussehen wollte. Die Schulmedizin hat nicht gewirkt. Jetzt bist du, wenn ich dich richtig verstanden habe, losgegangen und hast was gesucht. Genau. Okay, warum ist es Kranio geworden? Also es fällt unter alternative Heilmethoden, oder würdest du das anders sagen? Nein, das passt gut. Okay. Wie viele alternative Heilmethoden fallen dir aus dem Stegreif ein? Kinesiologie, Shiatsu, Klangschalen, Beratung gehört da auch in gewisser Art und Weise dazu, TCM. Was habe ich denn alles ausprobiert? Also ich habe schulmedizinisch so ziemlich alles ausprobiert, was du probieren kannst. Und irgendwann bin ich halt dann zu den Familienaufstellungen gekommen und habe halt da gemerkt, boah, ja, das wirkt wirklich, aber der Körper ist einfach oft zu träge. Der braucht da noch was dazu. Und irgendwie war das aber die Kombi, dass ich genau da die richtigen Leute kennengelernt habe, dass ich dann auch zur Kranio gekommen bin. Und warum ist das Kranio geworden und nicht Klangschalen oder eine von den anderen Sachen? Weil das, glaube ich, Zufall war. Hätte eins von den anderen genauso gut wirken können, oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die, zu der ich zur Kranio gegangen bin und bei der ich nachher da selber meine Ausbildung gemacht habe, die hat mir, also das dritte Mal, glaube ich, bei ihr war, hat es mir Stimmgabeln angesetzt, und dann habe ich mir gedacht, was ist denn das? Was ist denn das für ein Blödsinn? Also wortwörtlich. Ich habe mittlerweile selber 2 Stimmgabeln, weil ich weiß, einfach mit der Schwingung von den Stimmgabeln kannst du wirklich einen Körper mal aufmachen. Und nachher arbeite ich mit der Kranio weiter. Also manchmal, wenn da, sagen wir mal, da jetzt beim Zwerchfell voll der Stau drinnen ist und du kommst nicht weiter, dann nehme ich die Stimmgabel und dann geht meistens wirklich viel. Ich arbeite aber halt auch mit ätherischen Öle und solche Sachen. Also es kommt halt immer mehr dazu. Und das Jetzt steht eine wirklich blöde Frage. Auf einer Skala von 0 bis 100. 0 war, du bist nur im Zweifel, also du weißt das gar nicht.
Und 100 ist, du bist ohne jeden Restzweifel dann davon überzeugt, dass die Aussage, Kranio ist kein Hokuspokus, dass die stimmt. Also 0 ist wirklich, ich weiß es gar nicht, und 100 ist, es gibt keinen Zweifel, 0. Wo wärst du da? Bei 100. Bei 100. Ja, weil ich es einfach wirklich am eigenen Körper gespürt habe. Das heißt, du könntest dich da auf keinen Fall irren. Man weiß nie hundertprozentig, aber ja, Okay. wie gesagt, ich habe es an meinem eigenen Körper gespürt, und was ich schon auch weiß, man muss sich drauf einlassen. Ich habe zweimal Personen da gehabt, die war so einfach, oder ich kann jetzt meinen Buben nennen, bei dem kann ich mit der Kranio nicht arbeiten, da komme ich nicht zu. Weil der einfach wirklich so eine energetische Mauer überlässt, dass ich mit ihm nicht arbeiten kann. Und das weiß ich aber auch. Also es gibt Leute, für die ist einfach auch nichts. Und trotzdem bin ich der Meinung, das hilft. Oder das kein Hokuspokus. Was ich rausgehört habe, glaube ich, ist, dass du sagst, du bist so zuversichtlich wegen deiner persönlichen Erfahrung, du hast das gespürt, du hast das an deinem eigenen Körper erfahren. Voll. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich möchte irgendwas über die Welt herausfinden, ob das richtig oder falsch ist da das eigene Gespür, das eigene Wahrnehmen immer das beste Mittel? Ich weiß, dass ich mir früher gar nicht mehr gespürt habe, wie ich rein schulmedizinisch war. Und es ist vielleicht nicht immer das beste Mittel. Es gibt wissenschaftliche Studien und, aber die sind trotzdem auch die wissenschaftlichen Studien sind das, was jetzt gerade die Wissenschaft weiß. Und nicht, weißt du, was ich meine? Auch das kann sich immer wieder ändern. Zum Beispiel, früher haben sie auch mal gemeint, die Erde ist eine Scheibe, und jetzt zum Beispiel. Und ja, also es gibt schon komische Theorien und solche Sachen. So, es gibt Leute, die was meinen, wir leben im Erdinneren oder so. Also ich habe das vor kurzem erst einmal gehört. Ich habe fast weinen müssen vor lauter Lachen. Ich kenn das. Ja, also das. Und ich habe halt auch daheim einen Mann, der was sehr auf die Wissenschaft bezogen ist. Das möchte ich halt auch dazu sagen. Ich überlege gerade wegen der nächsten guten Frage. Also wir sind jetzt schon beim dritten Schritt eigentlich. Das erste ist immer so herausfinden, was meinst du eigentlich? Das zweite ist, wie kommst du dazu? Und das dritte ist, wie konnte man herausfinden, ob das auch wirklich stimmt? Ja? Fällt dir irgendein Beispiel ein für eine Tatsache über die Welt, wo man auf den falschen Dampfer kommt, wenn man nur die eigene Erfahrung zu Rate zieht? Ja, ganz sicher, weil die eigene Erfahrung, das sind halt oft einmal Kindheitsprägungen, die was nicht immer nur konstruktiv sind und man dadurch einfach auch in bestimmte Muster reinfällt. Abseits von Kinderprägungen vielleicht, irgendwas, was man im Erwachsenenalter begegnen kann, wo man sich denkt, das zeige ich jetzt mit meinen eigenen Augen, aber wenn man sich das genau anschaut, merkt man, die eigene Wahrnehmung trügt an. Gibt es sowas? Fällt dir da was ein? Natürlich kann es immer sein, dass die eigene Wahrnehmung trügt, aber ja, wie soll ich das jetzt sagen? Nimm dir Zeit. Sag einmal. Ich nehme jetzt einfach das Beispiel, wo man gerade wen kennenlernt. Manche Menschen, bei denen denkst du, boah, was ist denn das für ein, den mag ich überhaupt nicht. Und wenn du dann aber näher einmal anschaust, kommst du drauf, hey, ja, eigentlich hat der voll viele gute Seiten und eigentlich ist der voll kompetent und so. Also das ist schon was, wo die eigene Wahrnehmung manchmal gescheit trügen kann, jetzt im ersten Blick. Und es kann aber auch umgekehrt sein, dass du, wenn du triffst und du sofort auf einer Wellenlänge bist und du denkst, boah, ja, Maufelglas wird jetzt meine beste Freundin oder so. Ja. Und irgendwann kommst du drauf, na, also eigentlich ist da jetzt viel nicht stimmig. Also das, ja. Das sind auch so persönliche Erfahrungsgeschichten, wo man, wenn ich wen mag, dann kann ich ja kaum von außen sagen, nein, das stimmt gar nicht. Ja, ja genau. Ja, genau. Ich habe mir eher gedacht, handfeste Sachen, wie du zuerst gesagt hast, da gibt es Leute, die glauben, wir leben in der hohlen Erde.
Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, wir leben auf der flachen Erde, ne? Und die sagen dann, wir sehen ja gar keine Rundung, ne? Ja. Genau. Und was würdest du denn so ansagen, der dann sagt, aber das sehe ich doch mit meinen eigenen Augen, das sehe ich mit meinem eigenen Körper, dass das richtig ist. Wie würdest du dem erklären, dass er falsch liegt? Das ist schwierig, weil im Endeffekt für uns spürt es ja wirklich unsere Scheiben. Also das, wenn es jetzt einfach so, ja, oder halt eine hügelige Scheibe bei uns in Österreich. Ja, genau. Aber so, dass das wirklich so eine Jagdkugel ist, Entschuldigung, das, ja, ich wüsste da nicht, wie ich das beweisen konnte. Jetzt, ich bin keine Wissenschaftlerin oder kein Ding. Ja, da wüsste ich wirklich nicht, wie ich da wen überzeugen konnte, der was einfach. Aber wenn wir uns richtig verstehen, dann bist du von der Kranio überzeugt, dass du mit deinem eigenen Körper wahrnimmst. Ja. Und der Flacherdler ist überzeugt, weil er es mit seinem eigenen Körper wahrnimmt. Warum stimmt denn das andere und das eine und das andere nicht? Wo ist denn da der Unterschied? Jetzt bin ich sprachlos. Ich kann es wirklich nur sagen, weil ich es mit meinem eigenen Körper gespürt habe, weil sie zum Beispiel jetzt während der Ausbildung, wenn wir halt einfach wirklich mit dem Kreuzbein und so gearbeitet haben, es haben sie 3 Wirbeln wieder gekriegt, so dass sie wieder passen. Und nicht, weil ich das geglaubt habe oder sonst irgendwas, sondern weil ich es wirklich zum Gespüren gekriegt habe. Okay. Also es hat 3 richtige Knackser gegeben. Das ist ungefähr so, wie wenn du manchmal gehst du zu wem zum Einrichten und solche Sachen. Ja, das war halt auf die sanfte Art Ein und Weise. Gedankenexperiment. Stellen wir uns vor, du hast irgendwo einen Zwilling, der aufsteht und der hat so eine ähnliche Leidensgeschichte wie du. Migräne gehabt, zur Schulmedizin gerannt, Opiate, es hilft nichts wirklich. Dann rennt der Zwilling los und probiert Kranio, Klangschalen, alles Mögliche. Kommt aber irgendwie doch zu der Überzeugung, das mit Kranio, das ist kompletter Hokuspokus. Jetzt habt ihr das also sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Warum kommt der eine Mensch zu der Überzeugung und der andere zu der? Vielleicht, weil er, wie sage ich jetzt, weil er einfach selber so in dem drinnen ist, mir hilft sowieso nichts. Und bei mir halt schon immer die Hoffnung so mitgeschwungen hat, so, ja, es gibt irgendwo was, also irgendwann hat sich ja bei mir quasi einmal ein Schalter umgelegt, dass die Migräne angefangen hat. Das heißt, es muss irgendwo was geben, dass ich den Schalter auch wieder zurücklegen kann. Und die Hoffnung hat die Person wahrscheinlich nicht mehr. Das heißt, das ist eine Kopfsache, ob man sich auf was einlässt? Kopfsache. Also das ist immer die Frage, ob ich die richtig verstehe. Also wenn ich das falsch wiedergeben habe, dann sag's einfach. Kopfsache. Nicht nur. Das, auf der einen Seite ist sicher eine Kopfsache, eben auch so, kann ich der Person, wo ich hingehe, vertrauen. Also ich glaube schon, dass einfach, das wird meine Überzeugung, dass das Gespräch ganz wichtig ist und die sanfte, absichtslose Berührung. Also das, ja, einfach einmal, dass man nichts muss und dass man einen geschützten Rahmen gibt. Also das, glaube ich, ist das Wichtigste, dass Heilung stattfinden kann. Natürlich habe ich auch, wenn mir jetzt was wehtut, nehme ich auch immer wieder mal Schmerztabletten. Also das bin ja jetzt nicht... Ich habe so viele Fragen in meinem Kopf, was nehme ich? Wir haben vorher über Wissenschaft geredet und dass die halt auch immer eine, also es wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du das genauso sagen würdest, ich sage immer, die verbessern ihre Modelle halt auch die ganze Zeit. Das können einmal sie draufkommen, hey, das können wir nur besser herausfinden. Wie könnte man denn objektiv herausfinden, ob Kranio
funktioniert? Ja, wahrscheinlich auch so mit so Studien, wo es halt einfach, weiß ich nicht, sagen wir mal, 1000 Leute gibt, die was, oder 10.000 Leute, die was einfach quasi die Schmerzen haben. Die einen machen Kranio, die anderen, ja, Placebo weiß ich jetzt nicht, ob es bei der Kranio wirklich machen kannst. Dass du jetzt so tust, wie wenn du der Kranio machst, ohne dass du da reinspürst. Und die anderen haben gar nichts. Denke mir ich, das war vielleicht. Und trotzdem wird es immer wieder wen geben, der was, für den das nicht stimmig ist. Aber das ist auch in der Schulmedizin so. Wann man jetzt so eine Studie machen würde, rein hypothetisch, und ich weiß nicht, ob es solche gibt, keine Ahnung. Angenommen, man macht so eine Studie mit 10.000 Leuten und Kranio und doppelverblindet und mit Placebo-Gruppen dabei. Ja, ich habe mir noch nicht Gedanken drüber Und bei der Studie kommt unten raus, Kranio wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Was würde das mit deiner Überzeugung machen? Kranio wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Ja, ich glaube, das trotzdem nicht viel machen da mit meiner Überzeugung, weil ich es halt einfach wirklich selber zum Spüren gekriegt habe. Das ist, wie gesagt, ich war früher ja auch sehr, sehr skeptisch dem gegenüber. Also das war noch bevor ich die kennengelernt habe, da war ich dem gegenüber, was ist denn das für ein Hokuspokus? Also ich war selber mal auf der Seite. Und ja. Würdest du einer Studie irgendwie eine Bedeutung zumessen, wenn dann zum Schluss bei derselben Studie rauskommt, Kranio funktioniert voll gut und gehört überall auf der Welt angewendet und so? Ich bin der Meinung, dass eigentlich überall angewendet wird. Das heißt, egal, wenn man eine Studie macht und das, egal wie das Ergebnis ist, ob das Ergebnis negativ ist oder ob das Ergebnis positiv ist, es hat keinen Einfluss auf die Überzeugung, wie auch immer? Ein bisschen schon, aber im Endeffekt, wenn ich dann selber wieder Kranios gebe, nimmst du das ja wahr und du spürst das ja. Und es ist so schwer in Worte zu fassen, was Kranio wirklich ist. Das ist halt das Problem. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, würdest du es machen, egal ob es Beweise dafür oder dagegen gab, dass es funktioniert. Also jetzt nicht mit jeder Person. Also ich habe einmal eine Person da gehabt, mit der da ich nicht mehr arbeiten. Angenommen, okay, letztes komplett hypothetisches Gedankenexperiment, das mag ich voll gern, neben der Rückzeit zum Antworten. Also, angenommen, wir haben eine Göttermaschine, die weiß alles über das Universum, die weiß wirklich immer die Wahrheit, ja? Und du hast jetzt die Chance, dass du zu der hingehst und sagst, bitte, liebe Göttermaschine, ist Kranio Hokuspokus, ja oder nein? Würdest du die Frage stellen wollen? Würdest du überhaupt hingehen und die Frage stellen? Du glaubst andere Fragen, die muss ich sicher vorher stellen. Ja, aber wir sind jetzt bei der Überzeugung. Würdest du das wissen wollen, ob es stimmt oder nicht? Eigentlich schon, ja. Zudem bin ich jetzt nicht. Okay, dann gehst du hin zu der Göttermaschine und fragst das, liebe Göttermaschine, funktioniert Kranio, ist das Hokuspokus, ja oder nein? Und dann macht's Rödel, 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 Nadeldrucker, unten fliegt der Zettel raus und da steht drauf, Kranio ist Hokuspokus. Kraniosakrale Behandlungsmethoden funktionieren nicht. Und drunter steht ein Begründungsfeld, warum du dich geirrt hast. Was könnte denn da stehen? Das wollte ich selber gerade fragen, was die Begründung ist. Du kannst dir die Frage gern mit heimnehmen. Ich danke dir voll fürs Gespräch. Danke dir. Danke. Genau. Ja. Ich lasse das dann einfach so.